Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich glaube, Tischdecken oder Tischläufer kann man nie genug haben und ich habe für euch heute wieder einen kleinen Mini-Tischläufer gehäkelt in so einer Form. So schaut das Deckchen aus. Ich habe das in einem Kleinformat gehäkelt und ich habe natürlich auch euch erklärt, wie ihr diesen Tischläufer an eure eigene Länge und Breite anpassen könnt. Genau, das habe ich natürlich alles erklärt. Ist recht einfach zu häkeln und schaut voll süß aus, finde ich. Und wie immer eine kleine Bitte an euch, schreibt unter diesem Video eure Kommentare. Ihr könnt auch Daumen hoch oder runter drücken. Damit unterstützt ihr natürlich auch meinen Kanal. Würde ich mich sehr, sehr freuen, damit es hier auf diesem Kanal weitergeht. Und wir starten dann einfach mit dem Häkeln. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe für diese Wolle die Cotton Soft Wolle verwendet von der Firma Relana. 50 Gramm, 150 Meter Lauflinie. Die Häkelnadel 3,5 oder 3 kann man auch verwenden. Und für so ein Mini-Deckchen reicht so circa 40 Gramm Wolle reicht aus. Ich habe von der Breite des Deckchen jetzt circa 17,5 bis 18 cm und die Länge habe ich jetzt ja so circa 39 cm lang. Du kannst aber dieses Deckchen, wie ich schon sagte, beliebig lang und breit häkeln, weil wir das Ganze nämlich in Runden häkeln, kannst du das an deine eigene Länge und Breite anpassen. Also wir haben bei uns, wir haben mit euch hier in die Mitte, oder wir schlagen hier in die Mitte 43 Maschen an. Ich sage jetzt mal, also 40 Maschen. Maschenanzahl sollte teilbar durch 5 sein, deswegen können wir zum Beispiel statt 40 auch 80 Maschen anschlagen. Und dann vergrößert sich das Deckchen. Ich habe dann in der Mitte ungefähr 21 bis 22 cm. Die Gesamtlänge habe ich gesagt so 39 bis 40. Das heißt, wenn ich jetzt das Deckchen 40 cm in der Länge habe, vergrößert sich das Deckchen um 22 cm. Dann habe ich praktisch die Gesamtlänge von 62 cm. So, jetzt wie kann man die Breite nochmal anpassen? Ich habe jetzt die Gesamtbreite so ungefähr 18 cm. Das ist die mittlere Reihe. Ich habe um die mittlere Reihe dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen gehäkelt und diese 6 Reihen, die sind bei mir 7 cm breit. Wenn man jetzt statt 6, 12 Reihen häkelt, dann vergrößert sich die Breite um weitere 7 cm auf einer Seite. Und auch auf der anderen haben wir die Gesamtbreite praktisch. Also ich kann es gleich auch ausmessen nochmal. Ich nehme die Gesamtbreite, sind 15 cm. Dann haben wir 30 cm und diese 2 Reihen, ca. 32 cm Breite haben wir dann. So werden dann das Doppelte häkelt. In der Länge verlängert sich natürlich das auch. Dann haben wir keine 62 cm, sondern wir müssen dann diese Breite dann nochmal dazu rechnen. Plus 14 cm. 62 plus 14 sind dann 76 cm Breite. Weil wir das Ganze in Runden häkeln, vergrößern sich natürlich die Seiten auch um diesen Abstand von 6 Runden. Und das zählt man dann in der Länge auch dazu. So, ich hoffe, ich habe es mehr oder weniger verständlich erklärt. Einfach anfangen zu häkeln und dann sieht man, denke ich mal, auch ungefähr, wie groß das Deckchen sein wird. Also ich wünsche euch viel Spaß und wir beginnen einfach mit dem Häkeln.
So, für das Deckchen schlage ich die Luftmaschen an. Die Maschenanzahl sollte teilbar durch 5 sein, plus 3 Luftmaschen. Also ich schlage jetzt die Luftmaschen an. Ich zeige alles in einem kleinen Format. Ihr schlägt so viele Luftmaschen an, wie ihr benötigt. So, in die 6. Luftmasche steche ich jetzt ein. Hier und häkle das erste Stäbchen. Dann in die nächste Luftmasche das zweite Stäbchen. Und in die nächste Luftmasche das dritte Stäbchen. 2 Luftmaschen. 2 Luftmaschen unten überspringen, in die dritte Masche einstechen. Das erste Stäbchen häkeln. Und dann noch weitere 2 Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir stets. 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen und so weiter. 2 Maschen unten überspringen, 3 Stäbchen häkeln. Und dann wieder 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. So schaut es bis jetzt aus. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, 3 letzte Stäbchen habe ich gehäkelt. Jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. Und jetzt gehe ich auf der Seite, wo das Stäbchen ist, das erste Stäbchen, da steche ich ein und häkle eine Kettmasche. So schaut es jetzt von beiden Seiten aus. Hier eine, so eine praktisch Öse und hier auch. So, jetzt häkle ich 3, sind 5 Luftmaschen. Und jetzt häkle ich hier in den Bogen 3 Stäbchen. So, 2 Luftmaschen, in den nächsten Bogen häkle ich auch 3 Stäbchen. Also wir häkeln jetzt nach Muster 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Das Muster wiederholt sich stets. Zwei Luftmaschen und dann wieder 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Jetzt sind wir hier bei diesem Bogen. Da stiche ich ein und häkle 3 Stäbchen in diesen Bogen. So schaut es aus. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen und in denselben Bogen hier häkle ich auch wiederum 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und in denselben Bogen häkle ich auch wiederum 3 Stäbchen. So schaut es dann aus.
Und jetzt häkeln wir weiterhin das Muster, 2 Luftmaschen, in den nächsten Bogen 3 Stäbchen. So, und das Ganze wiederholen wir, also 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen in den Bogen. So. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Hier in diesen Bogen stiche ich ein und häkle 3 Stäbchen. So, 2 Luftmaschen, in denselben Bogen 3 Stäbchen. Da brauchen wir keine 2, sondern 3 Luftmaschen, fällt mir gerade ein. Eine an den Ecken, eine Masche mehr. Also hier die ersten 3 Stäbchen, dann 3 Luftmaschen. Jetzt wieder 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen. Jetzt häkle ich 2 Stäbchen, das erste Stäbchen und dann das zweite Stäbchen. Dann schließen wir die Runde mit einer Kettmasche. In die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. Und so schaut es aus. Auf eine Seite und so schaut es auf der anderen Seite aus. Und jetzt häkeln wir die nächste Runde. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle hier in diesem Bogen 2 Stäbchen. So, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen in den Bogen, wiederholen wir stets. Zwei Luftmaschen und 3 Stäbchen in den Bogen. So häkeln wir erstmal weiter. So, jetzt bin ich hier bei den Ecken und da häkle ich 3 Stäbchen. So, 3 Luftmaschen und in dieselbe Stelle 3 Stäbchen. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Jetzt bin ich bei der Ecke, bei der zweiten, da häkeln wir genau das gleiche. 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen. So. So schaut die Seite aus. Und jetzt häkeln wir unser Muster weiter. 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen und so weiter. Also in den Bogen 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 3 Stäbchen.
2 Luftmaschen und so häkeln wir erstmal weiter. So, und jetzt bin ich wiederum bei den anderen 2 Ecken. Und da häkeln wir genau gleich. Also 2 Luftmaschen habe ich gehäkelt und in die Ecke häkle ich jetzt 3 Stäbchen. 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Also 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und in dieselbe Ecke nochmal 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. So, eine Ecke ist fertig. Jetzt in die Ecke genau das gleiche. 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen. So, so schaut die Seite aus. Jetzt bin ich am Ende der Runde. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Und hier ein Stich in die dritte Luftmasche. Und die linke durch die rechte. So. Und so häkeln wir dann weitere Runden. Die nächste Runde, wir fangen hier entweder mit 3 Luftmaschen, wie in der Runde jetzt, die wir jetzt gerade gehäkelt haben, oder jetzt in der Runde mit 5 Luftmaschen. Ihr merkt ja, hier seid ihr am Ende. Ihr müsst jetzt hier diesen Bogen machen und hier 3 Stäbchen häkeln. So, also der Anfang ist immer im Wechsel, einmal mit 5 Luftmaschen, einmal mit 3 Luftmaschen. Und jetzt 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen, so häkeln wir, bis wir an den Ecken ankommen. So, ich habe die Ecke schon gehäkelt, 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und hier häkeln wir auch alles nach Muster, 2 Luftmaschen, in den Bogen 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und jetzt die nächste Ecke häkeln aus 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Also 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und 3 Stäbchen. So schaut es aus. Und jetzt häkeln wir alles nach Muster. Hier häkeln wir die Ecken und dann schließen wir die Runde in die dritte Luftmasche. Und auf diese Weise häkeln wir dann weitere Runden, bis die gewünschte Breite praktisch erreicht ist. So, jetzt habe ich mehrere Runden gehäkelt. So schaut es aus. Und zwar in der letzten Runde sollte Folgendes sein. Und zwar, wir haben hier 2 mal 3 Stäbchen an den Ecken. Und dann brauchen wir immer 2 Stäbchen, 2 Stäbchen, 2, 2, 2 bis zur nächsten Ecke. Und dann habe ich auch wiederum 2 mal diese Elemente an der Ecke. Also die Anzahl an diesen Elementen soll zwischen den Ecken also gerade sein. So, weil wenn ich die Runde davor zähle, dann habe ich eine ungerade Anzahl. Es wechselt sich immer ab. Einmal eine gerade Anzahl, einmal eine ungerade. Wir brauchen gerade Anzahl an diesen Elementen zwischen den Ecken. Also die Ecken sind auch gerade und dann einfach nachzählen.
Dann häkeln wir das Ganze um. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Und zwar, jetzt häkeln wir alles um. So, ich habe hier das Ganze mit einer Kettmasche geschlossen. Hier schaut es so aus. Also hier mit einer Kettmasche. So. So, jetzt bewege ich mich erstmal hier in die Mitte, steche hier ein, hole den Faden und häkle eine Kettmasche. Jetzt eine Luftmasche und in dieselbe Stelle eine feste Masche. So, jetzt häkle ich bei dem Bogen, hier in den Bogen häkle ich 10 Stäbchen. So, jetzt in den nächsten Bogen eine feste Masche. So schaut es aus. Man kann mehr oder weniger Stäbchen häkeln, je nachdem, wie es euch am besten passt. Man kann auch 8 Stäbchen häkeln. Ich probiere es mal mit 8 Stäbchen aus. Wenn 8 Stäbchen zu viel, 10 Stäbchen zu viele sind, kann man auch 8 Stäbchen häkeln. Und hier eine feste Masche. Also das könnt ihr einfach ausprobieren. Ich häkle hier 8 Stäbchen und jetzt häkle ich hier in die Spitze auch Stäbchen. Also ein Stäbchen. Da muss ich schauen, wie viele Stäbchen mir dann passen. Ich häkle erstmal 10 Stäbchen. So, ich habe jetzt 10 Stäbchen an der Spitze gehäkelt. In den nächsten Bogen eine feste Masche. Jetzt in den nächsten Bogen häkle ich 8 Stäbchen. So, und in den nächsten Bogen eine feste Masche. Und das wiederholen wir jetzt stets. So, in den nächsten Bogen 8 Stäbchen. Dann in den nächsten Bogen eine feste Masche. Und so häkeln wir, bis wir bei der anderen Spitze ankommen. Da häkeln wir auch wiederum 10 Stäbchen. Eine feste Masche, 8 Stäbchen, eine feste Masche, 8 Stäbchen, eine feste Masche und an der nächsten Ecke häkeln wir 10 Stäbchen. Und so schaut es dann anschließend aus. Also ich habe jetzt das Deckchen soweit fertig gehäkelt, so schaut es aus. Dann nur noch Enden verarbeiten und abdampfen. So, also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln, macht mit, probiert aus. Schreibt auch eure Kommentare oder Daumen nach oben oder nach unten drücken. Ich freue mich sehr und bis zum nächsten Mal.